Stell dir vor, du hattest einen richtig harten Tag, kommst nach Hause, sagst kein Wort und trotzdem rennt dein Hund sofort zu dir, legt seinen Kopf auf deinen Schoß und weicht nicht von deiner Seite. Du denkst, er spürt einfach, dass ich traurig bin. Und du liegst damit gar nicht so falsch. Aber was wirklich in diesem Moment passiert, das ist viel, viel tiefer und viel faszinierender, als die meisten von uns je gedacht hätten. Dein Hund riecht deine Emotionen, buchstäblich. Und er reagiert darauf auf eine Art, die uns als Menschen eigentlich den Atem verschlagen sollte. Heute schauen wir uns 7 Dinge an, die du über die emotionale Nase deines Hundes wissen musst. Manche davon werden dich überraschen, manche werden dich vielleicht ein bisschen erschüttern, weil du merkst, wie viel dein Hund von dir mitbekommt, ohne dass du es weißt. Und der letzte Punkt auf unserer Liste, der birgt die tiefste Wahrheit. Bleib unbedingt bis zum Schluss dabei. Was wir denken. Wir glauben, unser Hund merkt, dass wir gestresst sind, weil wir schneller reden, uns anders bewegen oder unsere Mimik sich verändert. Was die Wissenschaft sagt, eine Studie der Universität Belfast aus dem Jahr 2022, veröffentlicht im Fachjournal PLOS ONE, zeigte etwas Verblüffendes. Hunde können allein durch Geruch mit einer Genauigkeit von bis zu 93,75% erkennen, ob ein Mensch gestresst ist, selbst wenn sie die Person noch nie zuvor gesehen haben. Die Forscher nutzten Atem- und Schweißproben und maßen die Cortisolkonzentration darin. Übersetzt in die Sprache deines Hundes. Dein Hund braucht dich gar nicht anzusehen. Er atmet ein. Und er weiß es. Für ihn ist dein emotionaler Zustand kein Rätsel, das er lösen muss. Es ist eine Information, die direkt in seine Nase gelangt, so klar wie ein Neonschild. Was du heute tun kannst, wenn du nach Hause kommst und gestresst bist: Gib deinem Hund 2 Minuten echte Ruhe zusammen mit dir. Setz dich hin, atme tief durch, leg eine Hand auf sein Fell. Euer Nervensystem synchronisiert sich. In positiven wie negativen Zuständen. Was wir denken: Mein Hund merkt, dass ich nervös bin beim Tierarzt, weil ich ihn fester halte. Was die Wissenschaft sagt: Forscher der Universität Neapel, Federico II. Veröffentlichten 2018 eine Studie, die zeigte, Hunde, die dem Geruch von menschlichem Angstschweiß ausgesetzt wurden, zeigten messbar mehr Stressverhalten, erhöhte Herzfrequenz, mehr Suchverhalten, mehr Orientierungslosigkeit, als Hunde, die neutralem oder fröhlichem Schweiß ausgesetzt wurden. Der Geruch allein reichte aus. Übersetzt in die Sprache deines Hundes. Wenn du Angst hast, sendet dein Körper chemische Signale aus, die dein Hund als Warnung interpretiert. Er denkt nicht, mein Mensch ist ängstlich. Er denkt, hier ist etwas nicht sicher. Und er reagiert entsprechend, manchmal mit Unruhe, manchmal mit Rückzug, manchmal mit übertriebener Wachsamkeit. Was du heute tun kannst: Vor dem Tierarztbesuch oder vor einer stressigen Situation. 10 tiefe Atemzüge, bevor du die Leine nimmst. Nicht für dich, für ihn. Wenn dich das gerade dazu gebracht hat, deinen Hund mit anderen Augen zu sehen, dann lass diesem Video ein Like da und abonniere den Kanal. Es kommen noch 5 weitere Punkte und der letzte wird dich wirklich zum Nachdenken bringen. Was wir denken. Wenn ich so tue, als ob ich weine, verwirrt meinen Hund das manchmal. Manchmal kommt er, manchmal nicht. Er versteht es wohl nicht wirklich. Was die Wissenschaft sagt: Eine Studie des Clever Dog Lab der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersuchte, wie Hunde auf emotionale Signale reagieren, kombiniert aus Mimik, Stimme und Körperhaltung. Die Ergebnisse zeigten, dass Hunde sehr genau zwischen kohärenten und inkohärenten emotionalen Signalen unterscheiden können. Wenn Stimme, Gesicht und Geruch nicht übereinstimmen, zeigen Hunde Verwirrung oder Desinteresse. Übersetzt in die Sprache deines Hundes. Dein Hund ist kein einfacher Empfänger, er ist ein Interpreter. Er gleicht deine Körpersprache, deine Stimme und deinen Geruch miteinander ab. Wenn du weinst, aber innerlich ruhig bist, weiß er das. Er kommt vielleicht, aber nicht mit derselben Intensität. Was du heute tun kannst: Sei ehrlich mit deinem Hund. Nicht verbal, emotional. Wenn du wirklich erschöpft bist, musst du nicht stark wirken. Lass es zu. Dein Hund versteht das mehr als jeder Mensch in deinem Leben. Was wir denken: Wenn ich gut drauf bin, springt mein Hund einfach, weil ich aktiver bin. Was die Wissenschaft sagt: Dieselbe neapolitanische Forschergruppe testete auch positive Emotionen. Hunde, die dem Schweiß glücklicher Menschen ausgesetzt wurden, zeigten signifikant mehr soziales Verhalten
mehr Annäherung an Menschen und weniger Stressmarker. Glück als reiner Geruch ist ansteckend. Übersetzt in die Sprache deines Hundes. Deine Freude ist für deinen Hund kein abstraktes Konzept. Sie ist ein biochemisches Signal, das er einatmet und das sein eigenes Dopaminsystem aktiviert. Ihr seid buchstäblich emotional synchronisiert, wenn es dir gut geht. Was du heute tun kannst: Plane jeden Tag einen Moment echter Freude mit deinem Hund ein. Nicht Pflichtgassi. Echtes Spiel, echtes Lachen, echte Verbindung. Das ist keine Sentimentalität. Das ist Neurobiologie. Wenn du gerade merkst, dass du deinen Hund vielleicht unterschätzt hast, dann bist du damit nicht allein. Abonniere den Kanal, damit du keinen weiteren Beitrag verpasst. Was wir denken: Wenn ich weine, kommt mein Hund, weil er Aufmerksamkeit will. Was die Wissenschaft sagt: Eine Studie der Johns Hopkins University und der Emory University zeigte, Hunde, deren Besitzer vorgetäuscht weinten, öffneten signifikant häufiger und schneller eine geschlossene Tür, um zu ihnen zu gelangen, verglichen mit Situationen, in denen die Person summt oder schweigt. Das Verhalten wurde als empathisch motiviertes Helfen klassifiziert. Übersetzt in die Sprache deines Hundes. Dein Hund kommt nicht zu dir, wenn du weinst, weil er gelangweilt ist. Er kommt, weil er deinen Schmerz riecht und weil seine Neurobiologie ihn dazu drängt, diesen Schmerz zu lindern. Das ist aktive, intentionale Fürsorge. Es rührt mich zutiefst, wenn ich bedenke, dass viele ihren Hund als reaktives Tier sehen, wo er doch ein fürsorgliches Wesen ist. Was du heute tun kannst: Das nächste Mal, wenn dein Hund zu dir kommt, ohne dass du ihn gerufen hast, leg deine Hand auf ihn, nicht als Belohnung, als Dankeschön. Was wir denken: Solange ich meinen Hund gut versorge, ist alles in Ordnung. Was die Wissenschaft sagt: Eine schwedische Langzeitstudie, veröffentlicht 2019 in Scientific Reports, analysierte Cortisolwerte in Hundehaaren, ein Marker für langfristigen Stress. Das Ergebnis: Der Cortisolspiegel von Hund und Besitzer war über Monate hinweg synchronisiert. Besonders stark war dieser Effekt bei Menschen mit hohem Neurotizismuswert und bei Hunden, die eng mit ihren Besitzern zusammenlebten. Übersetzt in die Sprache deines Hundes: Ein Hund lebt in deinem Stresslevel, nicht stundenweise, chronisch. Wenn du seit Monaten unter Druck stehst, trägt er das mit dir, in seinem Körper, in seinen Haaren, in seiner Gesundheit. Was du heute tun kannst, für deinen Hund gesund zu bleiben, mental und emotional, ist kein Luxus. Es ist Tierpflege. Wenn du Unterstützung brauchst, such sie dir. Für euch beide. Was wir denken: Mein Hund liebt mich bedingungslos, egal wie ich bin. Was die Wissenschaft sagt, das stimmt, aber nicht ganz so, wie du es meinst. Hunde haben bis zu 300 Millionen Riechrezeptoren, verglichen mit unseren 5 Millionen. Ihr olfaktorisches Gehirn nimmt, proportional gesehen, 40 Mal mehr Platz ein als unseres. Studien zur sogenannten chemischen Kommunikation beim Hund zeigen, dass sie über Pheromone, Hormone und flüchtige organische Verbindungen ein präzises chemisches Profil ihres Besitzers erstellen, eines, das keine Lügen enthält. Übersetzt in die Sprache deines Hundes: Dein Hund liebt nicht das Bild von dir, das du der Welt präsentierst. Er liebt das, was du riechst, den echten Menschen hinter der Fassade, erschöpft, ängstlich, glücklich, traurig, lebendig. Er sieht dich, wie du wirklich bist, und er bleibt. Und das ist der Grund, warum der Hund für so viele Menschen das wichtigste Wesen in ihrem Leben ist. Nicht, weil er niedlich ist, nicht, weil er gehorcht, sondern weil er der Einzige ist, dem du nichts erklären musst. Der riecht, was du fühlst. Der kommt, wenn du leidest. Der bleibt, wenn du aufgehört hast, stark zu wirken. Für deinen Hund bist du nicht irgendein Mensch. Du bist sein gesamtes Universum, chemisch, biologisch und emotional. Behandle ihn entsprechend. Wenn dieses Video dich bewegt hat, teile es mit jemandem, der einen Hund hat. Und wenn du möchtest, dass wir ein bestimmtes Thema rund um Hundepsychologie vertiefen, schreib es in die Kommentare. Wir lesen jeden einzelnen davon. Bis zum nächsten Mal. Pass auf dich auf und auf deinen Hund.